Liebe Leute, ich freue mich sehr, denn ich habe heute eine wundervolle Studie für euch in der Serie Unglaubliche Studien. Es ist eine weitere Studie von Kostev und zwar aus dem Jahre 2015. Und ich sage mal, die Stellung sieht gar nicht so weit entfernt aus von einer richtigen Partie, aber gut, das wird sich bald ändern. Zumindest die Züge würde man in einer richtigen Partie wohl eher selten sehen. Schwarz hat einen Turm mehr, Weiß ist am Zug und kann gewisse Drohungen aufstellen jetzt mit seinen nächsten Zügen. Wer möchte, hält hier bereits das Video an und versucht so weit zu schauen wie möglich. Einfach die Variantenberechnung trainieren, die Kreativität trainieren, denn darum geht es häufig in Studien, dass man ungewöhnliche, fantastische Züge findet, und was sie so fantastisch macht, ist, dass sie häufig sehr versteckt sind. Also gerne einmal jetzt hier anhalten. Gut, es geht los mit Läufer D5 Schach. Die Dame darf den Läufer nicht schlagen, denn dann setzt Weiß auf E8 matt und der König muss hier in die Ecke. König F8 würde zum Verlust führen, denn Weiß gibt ein schönes Diagonalschach. Der König muss nach E8 und dann greift Weiß weiter an und es kommt zu einem schönen Matt hier auf A8. Schöner Angriff. Also König H8. Und jetzt spielt Weiß F7. Das ist, denke ich, auch nicht so versteckt. Die starke Drohung ist Dame E8. Um das zu verhindern, muss Schwarz Turm schlägt F7 spielen. Dame F8 wäre keine gute Idee. Wie würde Weiß hier reagieren? Hier kannst du auch kurz innehalten, wenn du möchtest. Dame E8 sieht auf den ersten Blick sehr verlockend aus, aber Schwarz hätte die Antwort Turm C8 und würde sich hier eventuell noch halten. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, vielleicht gewinnt Weiß noch mit Turm E2. Aber es geht klarer. Und zwar mit Turm A8. Schöne Ablenkung hier. Die Dame wird nach A8 gelenkt und dann kommt die Dame nach E8 mit Schach und es kommt zum Grundreinmatt. Also muss Schwarz den Bauern schlagen. Weiß schlägt zurück, hat damit den Turm zurückgewonnen. Das ist schon mal ganz gut. Und außerdem hängt noch dieser Freund hier auf G2, der sich ja auch ein bisschen verloren hat. Bester Versuch für Schwarz ist Turm F4. Falls Läufer schlägt H3, dann gewinnt Weiß mit Turm D2 und nun Dame A8 und jetzt Dame A3. Die Dame wird wiederum abgelenkt, kann nicht die 8. Reihe verlassen wegen dem Grundreinmatt und nach Dame B8 gewinnt Weiß mit Turm E2 und die Drohung Turm E8 Schach entscheidet. Deshalb spielt Schwarz Turm F4, bringt seinen Turm zurück und greift den Läufer auf F7 an. Und wie sollte Weiß auf diese Drohung reagieren? Jetzt kommen wir zum Schmuckstück dieser Studie, zum Finale. Wir nähern uns, also halte gerne einmal das Video an. Wie wir schon gesehen haben, spielt die Grundreihe eine wichtige Rolle in dieser Studie und nach wie vor ist die schwarze Grundreihe anfällig und der König würde matt gesetzt werden, wenn Weiß eine Schwerfigur auf die 8. Reihe bringen kann. Und diese Idee nutzt jetzt Weiß, um Dame E7 zu spielen. Die Dame soll abgelenkt werden. Nach Dame schlägt E7, setzt Weiß auf der 8. Reihe matt. Übrigens, nur ganz kurz, ich sehe gerade noch Turm E2, das wäre natürlich ein Versuch, den man auch überlegen kann, aber nach Turm schlägt F7, Dame E8 Schach hat Schwarz die Verteidigung Turm F8, kein Grundreinmatt und Weiß wird hier verlieren. Dame E7. Jetzt kann allerdings Schwarz mit Schach sich dem Ganzen entziehen, und zwar Dame D1 Schach oder auch Dame D4 Schach. Gut, Dame D4 Schach kann man recht schnell ausschließen. Nach König schlägt G2 hat Weiß einfach eine Figur mehr und gewinnt. Aber Dame D1 Schach sieht recht problematisch aus.
Denn wenn man jetzt den Läufer schlägt, wird man in 2 Zügen matt gesetzt. Das wäre doch ungünstig. Von daher, wenn du Dame E7 gesehen hast, dann müsstest du eigentlich auch hier schon die richtige Antwort gesehen haben. Und die ist absolut fantastisch und deshalb habe ich diese Studie ausgewählt. Nein, es ist auch nicht König F2, auch das führt zu Matt nach Turm schlägt F3. Also bleibt nur, die Dame kommt zurück und opfert sich mit Tempo, also Schwarz kann mit Tempo, mit Schachgeburt die Dame schlagen. Doch nach Dame schlägt E1, König schlägt G2 hat Schwarz kein vernünftiges weiteres Schach und die Drohung Turm A8 lässt sich einfach nicht parieren. Das ist fantastisch, wie ich finde. Auch Züge wie G6 oder H6 helfen nicht. G6, Weiß spielt einfach H6. Und nach wie vor, Turm A8 lässt sich nicht stoppen. Und nach H6 würde Weiß das Schach geben und dann auf G6 matt setzen. Also das Beste, was Schwarz hier noch tun könnte, wäre Turm E4 zu spielen. Aber dann nach Turm A8 Schach, Turm E8, Turm schlägt E8, Dame schlägt E8, Läufer schlägt E8, wird Weiß dieses Endspiel gewinnen. Der Läufer hält die beiden Bauern auf, der König nähert sich und das war's. Also das ist, wie ich finde, eine wunderschöne Ablenkung hier. Die Dame bietet sich an mit Schachgebot, aber wenn Schwarz sie schlägt, kann er die Grundreihe nicht mehr verteidigen. Also spielt Schwarz die Dame zurück, was bleibt ihm sonst? Doch jetzt, was ist der Unterschied? Die Dame steht nicht mehr auf E3, sondern auf E1 und damit kann Weiß den Turm vor die Dame bringen, die Drohung Turm E8 aufstellen und Schwarz kann es nicht parieren. Turm schlägt F7, Turm E8 Schach und jetzt gewinnt Weiß die Dame und hat dann hier Dame gegen Turm und das ist eine Gewinnstellung. Schöne Motive zum Thema Grundreihen matt und diese Ablenkung, erst Dame E7 hoch, dann Dame E1 runter. Dame wird mit Schach angeboten, kann aber trotzdem nicht geschlagen werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schreibt es mir gerne runter, schreibt mir auch, wie viele Züge ihr gefunden habt, wie es für euch gelaufen ist und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.